Ich habe heute einen wunderbaren Tag am Strand verbracht. Ich liebe ja das Meer. Das tat unglaublich gut, mal wieder ins Wasser zu gehen und in der Sonne zu liegen und sich, naja, zu bräunen. Wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall einen Sonnenbrand an 2 Stellen. Die eine Stelle ist mein Fuß, aber nur einer. Anscheinend habe ich den anderen eingecremt. Und an einer Stelle hier, also es ist dieser Fuß und hier der Oberschenkel. Aber auch nur so groß wie meine Hand. Also da habe ich auch vergessen einzuschmieren. Sonne. Aber es war wundervoll. Es war sehr voll. Das habe ich nicht gefilmt, weil ich keine anderen Menschen filmen möchte. Aber es war mir im Endeffekt egal. Am Meer zu liegen und die Füße in den Sand stecken zu können. Und auch, ich war auch 2-mal im Wasser, auch wenn das Wasser etwas kühl war. Aber egal. Wenn man schon am Wasser ist, dann kann man das auch nutzen. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder zu Hause. Und ich dachte, bevor ich es noch länger vor mir herschiebe, mache ich heute endlich mal den Haul, den sich 2 Leute von euch gewünscht haben. Aber egal. Wer mir auf Instagram folgt, hat mindestens ein Outfit schon gesehen. Also so viele Outfits gibt es auch gar nicht. Aber ein Outfit habe ich da auf jeden Fall gepostet. Aber nun gut. Fangen wir mal an. Das erste Teil ist dieser Dieselpulli. Den habe ich mir geholt, weil es im Grunde genommen bis darauf, dass dieser hier glitzert. Der Pulli ist, den ich mal als, ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, Teenager. Ich glaube, ich war sogar noch jünger, als ich ihn hatte. Und das ist einfach ein Erinnerungsstück im Grunde genommen. Und den musste ich dann einfach mitnehmen, weil er auch nicht so teuer war. Super Pulli, sehr bequem. Ich hatte ihn heute am Strand an, damit ich einen Pulli hatte, den ich, als es ein bisschen kühler wurde, weil so warm ist es dann doch nicht dauerhaft. Aber ja, ist halt so ein klassischer schwarzer Dieselpulli. Dann war der eigentliche Grund nicht, warum wir dorthin gefahren sind, aber das, was ich wusste, dass ich es haben wollte, waren Hosen für den Sommer, der hoffentlich jetzt ein bisschen länger bleibt. Diese hier habt ihr noch nicht gesehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Das ist eine kurze Hose, die aber auch eher High-Waist ist. Ein bisschen ähnlich geschnitten wie diese hier. Die wird jetzt ganz schwer zu zeigen sein, weil es ist eine lange Hose. Wartet, ich mache mal ganz kurz die Knöpfe zu. Die hatte ich schon an und davon habe ich auch ein Foto gepostet bei Instagram. Zusammen mit, oh, falsch rum, diesem Oberteil, das ich auch dort gekauft habe. Schlichtes weißes T-Shirt, das aber nicht aus T-Shirt-Stoff ist, sondern vorne so einen glänzenden Stoff hat, der so ein bisschen an Seide erinnert. Und nur hinten einen richtig geilen T-Shirt-Stoff hat. Ja, ganz kurz nachgucken. Ich glaube nicht, dass es Seide ist. Nö, keine Seide. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schick aus und ich fand die Mischung aus diesem weißen Shirt und der neuen Hose sehr bequem, sehr schick und für warmes Wetter auch total angenehm. Punkt. Dann hat es leider bei unserem Shopping-Trip in dem Outlet Store, Outlet Dorf eigentlich eher, irgendwann angefangen zu regnen und es wurde sehr kühl und deshalb habe ich mir dieses Tuch geholt. Ich fand die Farbe halt sehr schön. So eine Farbe hatte ich noch nicht.
und ich finde, man kann nie genug warme Tücher haben, die man dann irgendwie immer mal schnell in seine Tasche schmeißt, wenn man unterwegs ist, damit man sich irgendwie schnell einwickeln kann oder so. Und wenn das auch noch so schön lang ist und so schön breit ist, kann man sich da richtig mit aufwärmen, selbst wenn man keinen Pulli oder sowas mit hat. So. Dann konnte ich einfach nicht anders und habe mir endlich mal wieder neue Chucks gekauft, die im Outlet Store auch deutlich günstiger sind. Also Chucks bestehen ja eigentlich nur aus Gummisohle und ein bisschen Stoff. In diesem Fall ist es auch eher der klassische Chucks-Stoff, nur nicht also ich weiß nicht, ob es auf der Kamera nachher wirklich so aussieht, wie die Farbe ist, weil das ist kein richtiges Weiß, das ist mehr so ein Beige-Ton. Aber im Outlet Store kriegt man die Dinger dann statt für 50 Euro für 25 und das finde ich voll okay. Die halten halt auch echt lange. Also meine ersten Chucks, die ich hatte, waren 2 Paar. Ich hatte ein schwarzes und ein rosa Paar und habe die dann immer alternierend getragen. Das heißt einen schwarzen, einen rosanen. Und die haben so viel mitgemacht und haben so lange gehalten, dafür, dass es eine Gummisohle ist und ein bisschen Stoff, dass ich finde, dass man das ruhig mal machen kann. Und für den Preis ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Ich habe meine ersten Paare übrigens noch. Die stehen oben auf meinem Regal, aber sie sind halt so kaputt, dass sich der Stoff von der Sohle löst. Aber ich hatte sie an in Urlauben, ich hatte sie an auf meinem Metallica-Konzert damals, ich hatte sie halt auf so vielen Sachen an, dass ich sagen würde, es fällt mir halt schwer, sie wegzuwerfen. Ist halt so Jugend. Deswegen stehen sie oben auf dem Schrank. Irgendwann werfe ich sie vielleicht doch mal weg. Aber noch haben sie ihren Ehrenplatz auf meinem Kleiderschrank. Ja. Und zu guter Letzt wurde ich überredet, mir endlich Weingläser zu kaufen. Ich habe natürlich Wassergläser, ganz klar, ne? Wer kennt sie nicht, die großen Ikea-Wassergläser. Wobei das eher Cocktailgläser sind, aber egal. Sind auch super zum Wasser trinken, wenn man sie voll macht und leer getrunken hat, hat man auch erstmal genug getrunken. Und ihr habt sie schon ein paar Mal gesehen, ich habe so schöne Whiskygläser, so richtige Kristallgläser. Aus denen habe ich dann meistens mein Rosé getrunken oder mein Wein. Naja, ist halt nicht ganz dasselbe, ne? Und da ich dazu neige, so schmale, also die Gläser, die unten die schmalen Füße haben, dass die abbrechen irgendwann, sind die hier doch perfekt. Ja, es sind Weißweingläser von der Größe her. Ich trinke halt einfach keinen Rotwein. Zumindest habe ich noch keinen gefunden, der mir schmeckt. Ich mag lieber Weißwein oder am besten ist Rosé. Ja. Das war auf jeden Fall mein Haul. Ich hoffe, ihr seid jetzt glücklich. Damit konnte ich jetzt auch ein paar Minuten füllen, weil ich ja sonst nicht so viel diese Woche gemacht habe. Ich bin gerade auf die Idee gekommen, das zu filmen, weil ich ein Amazon-Paket bekommen habe, in dem zum einen habe ich ein paar Sachen bestellt, die weiterhin für meine Sticker-Produktion da sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das gehen wird. Aber das, was ich bestellt habe, geht gerade ein bisschen in die Richtung, dass ich rein theoretisch Sachen verschicken könnte. Das heißt nicht, dass ich es tun werde, das heißt auch nicht, dass ich es darauf anlege, aber ich habe einfach zu viele Studio-Vlogs in letzter Zeit geguckt und ja, habe da so ein paar Sachen bestellt. Die werde ich euch jetzt aber nicht zeigen. Vor allen Dingen, weil auch Sachen dabei sind. Zum einen ist noch nicht alles da und zum anderen sind Sachen dabei, die ich für Dinge bestellt habe, um Sachen für jemand anderen zu machen. Hat auch mit Stickern und solchen Sachen zu tun, aber ich will noch nicht zu viel verraten, derjenige wird es dann sehen. Was ich euch zeigen kann, sind einmal habe ich
Wartet. Es liegt da. Ich bin gleich wieder da. So. Zum einen habe ich einen Manhwa bestellt. Das ist kein Manga, sondern ein koreanischer Manhwa. Nur auf Deutsch. Die Reihe ist definitiv ab 18. Wir können gerne irgendwann mal darüber reden. Nehmt es einfach erstmal so hin, dass ich es lese. Und zwar ist das der 4. Teil der 2. Staffel von Killing Stalking. Ich finde es äußerst spannend. Es steht gerne mal unter dem Boy-Love-Dramen. Da gehört zwar nicht hin. Definitiv nicht. Ja. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Gleichzeitig auch immer etwas angeekelt, wenn ich es lese. Aber okay. Gehört halt dazu. Das Coole ist, anders als ein Manga, die Dinger hier sind vollfarbig. Sind deshalb auch ein bisschen teurer, aber sonst wird man das Blut halt nicht so gut erkennen. Ne? So ein bisschen rot schadet ja nie. Und das andere, was ich mir bestellt habe, endlich, ich habe lange genug gewartet, meine Sammlung muss ja vollständig sein. Und deshalb habe ich mir das aktuelle Monster X Album bestellt. Damit bin ich wieder auf Stand komplett. Zumindest was alle koreanischen Alben angeht. Ich bestelle ja keine japanischen Alben, weil ich kein Freund von nicht japanisch bin, sondern davon, wenn die Koreaner versuchen, japanisch zu singen. Das ist nicht immer unbedingt gut. Aber naja, alle koreanischen Alben habe ich. Und das neueste heißt Fantasy X. Kann man, glaube ich, gar nicht lesen, weil es sehr... Fantasia X. Man kann es kaum lesen, aber egal. Und wie jedes gute Album kommt natürlich auch dieses Album mit ganz vielen Goodies. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Aber man kann es zusammenfalten und I Am ist drauf. Das hier hat so ein bisschen was von einem Polaroid-Foto. Das ist Ju-Honey. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist überhaupt nicht schlimm. Hier haben wir Sticker mit allen 6 Mitgliedern. 2x7. Lasst uns nicht drüber reden. Und dann bekommt man immer auch noch so random Fotokarten. Was natürlich super ist, dass die random sind, weil wenn man alle haben will, muss man mehrere Alben kaufen und man weiß nie, ob man irgendwann alle hat oder nicht. Meistens ist es aber so, das Besondere an diesen Alben ist, neben der CD, die natürlich dabei ist, ja, ich habe noch ein CD-Laufwerk in meinem Laptop, deswegen, in meinem PC, deshalb ist es nicht so schlimm, bestehen die immer aus so Fotobüchern. Lasst uns mal random irgendwas aufschlagen, egal. Hier. Also die ganzen Seiten hier sind halt Bilder. Und meistens ist es auch noch so, dass koreanische Bands nicht nur ein Album rausbringen, also eine Variante, sondern dann gibt es hiervon auch noch mehrere Varianten. Ich habe jetzt zum Beispiel Version 4. Kann man nicht sehen, egal. Version 4. Es gibt also noch 3 weitere Versionen, die auch unterschiedliche Bilder beinhalten. Mich stört es nicht zu sagen, okay, ich bestelle mir random irgendwas und guck mal, was dabei rumkommt. Ich kenne aber auch Leute, die gezielt sich vorher angucken, welche Bilder und welches Thema in welchem Fotobuch vorkommt. Weil meistens ist es so, dass es halt thematisch angeordnet ist. Also dann hat man halt Fotobücher in ein und demselben Album. Gibt es halt einmal ein Fotobuch, wo die Leute irgendwie bunte Fotos haben und alles ist sehr, sehr Bubble-Pop-mäßig und ein anderes ist komplett nur schwarz-weiß. Ja, ist immer wieder interessant, aber ich habe halt kein Problem damit, das random zu bestellen. Das ist halt Teil des Ganzen, auch sich überraschen zu lassen, welche Karten man bekommt und so. Es gehört irgendwie mit dazu und danach hat man halt ein geiles Fotoalbum und eine CD. Und das für denselben Preis wie die meisten anderen CDs auch. Also ist jetzt auch nicht so viel teurer. Nur wer kauft noch normale CDs? Naja.
So. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich muss jetzt duschen. Ist mal wieder nötig. Dabei ist ja Samstag, ich weiß, aber besser ist das. Ich muss auch noch das Salz abwaschen. Ich war zwischendurch nie duschen oder so. Deshalb sollte ich jetzt gleich duschen gehen. Und dann schauen wir mal, was morgen so auf uns zukommt. Ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich das alles untertiteln muss. Viel Spaß, Zukunfts-Issi!